Auf die wilde und tosende Höllentalklamm mit interessanten Steigen folgt der Weg hinauf zum Hupfleitenjoch mit spektakulären Blicken hinein ins Höllental und weiter hinauf zur Zugspitze. Tolle Tagestour bei Garmisch. Willkommen bei Gipfelschluck. Los geht's. Mit Blick auf das Wettersteingebirge beginnt meine Wanderung am Bahnhof Untergreinau mit einer starken halben Stunde Flachstück bis zum Ort Hammersbach, wo der gut ausgeschilderte Wanderweg Richtung Höllentalklamm beginnt. Entlang des Hammersbach gewinnen wir nun langsam an Höhe, bevor wir nach einem steilen Wegstück und etwa einer Dreiviertelstunde Gehzeit ab Hammersbach sowie 300 Höhenmeter im Anstieg die Höllental-Eingangshütte erreichen. Dort ist ein Eintrittsgeld für die Höllentalklamm zu entrichten. Dieses betrug im Sommer 2024 7 € für Erwachsene. Für DAV-Mitglieder gab es einen Rabatt. Auf künstlich angelegten Wegen, Stegen und Brücken sowie durch den einen oder anderen Tunnel geht es nun einen guten Kilometer durch die Klamm, inklusive 100 Höhenmetern im Anstieg. Dafür mitzubringen ist wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk bei den felsig nassen Wegen sowie ein gewisses Maß an Trittsicherheit. Die Breite der Klamm beträgt in der Regel etwa 2 bis 5 Meter, während die steil emporragenden Felswände eine Höhe von bis zu 150 Metern besitzen. Diese Wanderung ebenso wie weitere tolle Touren in der Zugspitzregion wurde übrigens maßgebend inspiriert vom empfehlenswerten Roter Wanderführer Zugspitze. Den Link zum Buch findet ihr unten in der Videobeschreibung. Im Buch beschrieben ist diese Wanderung in umgekehrter Richtung, sodass der Bärenanteil der Höhenmeter bergab zu gehen ist. Ich selbst laufe lieber bergauf als bergab, sei es aus gelenkschonendem oder sportlichem Impuls heraus, weshalb ich die Wanderung in Hammersbach begonnen habe und bergauf Richtung Kreuzeck gewandert bin. Vom Ende der Klamm bis zum nächsten Wegpunkt der Höllental-Angerhütte sind es nun noch gut 30 Gehminuten und etwa 200 Höhenmeter im Anstieg. Langsam wird das Tal breiter und es öffnet sich der Blick in Richtung des Talschlusses des Höllentals. Im Talschluss selbst befindet sich eine beliebte Aufstiegsroute über Gletscher und Klettersteig hinauf auf die Zugspitze. Für uns steht aber zunächst die Einkehr in der Höllental-Angerhütte auf 1387 Metern an. Diese wurde ursprünglich 1893 erbaut, 2013 aber abgerissen und modernisiert 2015 völlig neu aufgebaut wieder eröffnet. Auf der folgenden Karte seht ihr die bisherige Strecke durch die Höllentalklamm bis zur Höllental-Angerhütte und natürlich nicht den Weiterweg auf die Zugspitze, sondern unsere Route über das Hupfleitenjoch bis zum Kreuzeck. Gute 400 Höhenmeter bergan geht es nun bis zum Hupfleitenjoch, inklusive dabei wunderbare Ausblicke hinunter ins Höllental. Gleichzeitig weitet sich immer mehr die Aussicht auf das um uns befindliche Wettersteingebirge. Auf dem Wegabschnitt bis zum Hupfleitenjoch warten immer wieder seilgesicherte Stellen, für die etwas Trittsicherheit und etwas Schwindelfreiheit in dem abfallenden Gelände mitgebracht werden sollte. Auf 1526 Metern passieren wir die Knappenhäuser. Diese sind Überbleibsel des Bergbaus des 19. Jahrhunderts, als unter anderem Bleierze im Höllental entdeckt wurden. Nach den Knappenhäusern mehren sich noch einmal die Anzahl der seilgesicherten Stellen. Gleichzeitig wird der Blick in Richtung des Talschlusses des Höllentals und Richtung Zugspitze noch einmal spektakulärer, einwandfrei. Mittlerweile sind wir auf den letzten Metern bis zum Hupfleitenjoch. Das Joch erreichen wir nach einer Gesamtgehzeit von etwa 3,5 Stunden ab Hammersbach gerechnet. Am Joch selbst machen wir aber keine Pause, sondern unternehmen noch den kleinen Abstecher hinauf zum Schwarzen Kopf. Dorthin führt ein nicht markierter, aber gut erkennbarer Pfad, bei dem punktuell bei einer kleinen Kraxelei auch einmal die Hände zur Hilfe zu nehmen sind.
Mit Erreichen des Gipfels auf 1819 Metern, gut 15 Gehminuten vom Joch entfernt, ziehen reichlich Wolken auf, sodass die tolle erwartete Aussicht ins Höllental zur Zugspitze, aber auch Richtung Norden, unter anderem auf den tollen Aussichtsberg Hoher Ziegspitz, leider verdeckt sind. Nichtsdestotrotz, Gipfelschluck geht immer. Heute leckerer Bomo im Flachmann zum Wohl. Zurück am Joch wartet nun die leicht bergab führende, unschwierige Reststrecke bis zum Kreuzeck, die mit einer Gehzeit von etwa 45 Minuten verbunden ist. Am Kreuzeck ist natürlich die Einkehr zu empfehlen, in meinem Fall mit Kaspressknödelsuppe und leckerem Hellen. Danach folgt für mich noch die Talfahrt mit der Kreuzeckbahn und dem Fußweg zurück zum Bahnhof. Gerne empfehle ich diese Tour uneingeschränkt weiter. Die tolle Szenerie des Höllentals, aber natürlich auch die spektakuläre Klamm sprechen für sich. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Schaut auch gerne in weitere Videos auf meinem Kanal rein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Gipfelschluck. Habt Spaß und seid freundlich miteinander.